Genug von der Schweiz und ab nach Frankreich. Willkommen in Courchevel, dem wohl bekanntesten Nobel-Skiort der französischen Alpen. Zwischen extrem teuren Hotels und jeder Menge Champagner auf über 2000 Metern kann man hier wohl auch ganz gut Skifahren. Was hier sonst noch so geht und ob sich ein Besuch lohnt, das finden wir heute heraus. Und damit, Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Ich muss euch ein bisschen beeilen, es geht zum Flughafen. Ich habe ja vor, mir dieses Jahr 4 der absoluten verrücktesten, speziellsten, ich sag mal, Skigebiete anzuschauen, so, wo man so als Normalo hinreisen kann, um sich dann so zu denken, Alter, was geht hier denn ab? Weil ich kenne bis jetzt nur ganz normale Skigebiete in Österreich, auch immer richtig geil, aber wir waren ja jetzt schon in St. Moritz, wir waren in Zermatt und heute geht's per Flugzeug, ich hole jetzt noch einen Kollegen ab, der kommt mit, nach Courchevel, der absolute Nobelort Frankreichs. Ich habe viele Videos gesehen, also ich bin mal sehr gespannt, was da auf uns zukommt. In Frankreich war ich logischerweise noch nie Skifahren. Ich glaube, das werden sehr interessante Tage und genau, wir fliegen heute, wir fahren nicht mit Auto, also ich fahre jetzt mit meinem Auto nach Düsseldorf zum Flughafen und von da aus geht es nach Lyon und von Lyon dann mit dem Zug Richtung Courchevel. Weil mit dem Auto wären es jetzt gerade 11,5 Stunden und ich dachte mir, ey, habe ich einfach keinen Bock drauf, das ist mir zu lang. Also keine Zeit verlieren. Ich bin froh, dass ich mich größtenteils immer auf mein Auto verlassen kann. Ich fahre den auch super gerne und bin auch sehr dankbar dafür, jeden Tag so ein tolles Auto fahren zu dürfen. Und vielleicht ist der ein oder andere von euch gerade auch auf der Suche nach einem neuen Fahrzeug. Bevor ihr da jetzt zuschlagt, schaut euch unbedingt mal Carvertical an und prüft das potenzielle neue Fahrzeug auf Nieren und Organe. Das habe ich mit meinem hier auch aus reiner Neugier mal gemacht. Ich habe mir einfach einen Bericht erstellen lassen. Ich habe das Auto vor 2,5 Jahren gebraucht gekauft mit 40.000 Kilometern und soweit war der auch nicht auffällig, bis auf dass es mal wahrscheinlich eine Nachlackierung gab. War alles so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber es gibt natürlich auch viele Beispiele, wo das nicht so ist, mit unseriösen Händlern. Ihr könnt einfach die FIN von eurem neuen Fahrzeug bei Carvertical eingeben und bekommt dann einen sehr umfangreichen Bericht erstellt, wie zum Beispiel diesen hier. Wir haben hier einen VW Golf, schon 3 Schäden gehabt. Auch schaut mal hier, am Kilometerstand wurde schon gedreht. Auch gerade das kann man sehen, das ist ja unfassbar wichtig und ist natürlich gut investiertes Geld, mal eben bevor man dann irgendwie mehrere tausend Euro in den Sand setzt, weil das Auto eben doch nicht so ist, wie es einem erzählt wurde. Ich kann euch Carvertical auf jeden Fall empfehlen. Definitiv eine geile Sache und auch ein interessanter Einblick, um einfach mal euer aktuelles Auto zu checken. Mit meinem Code ALEXV könnt ihr nochmal 20% sparen, falls ihr euer Auto checken wollt. Ich hoffe, dass der hier jetzt erstmal nicht mehr in eine Werkstatt muss. Klopfen wir mal dreimal und jetzt geht's auf zum Flughafen und wir sehen uns dann wieder in Courchevel, denke ich mal. So Leute, erste Impression von Courchevel. Wir gehen jetzt gerade was essen. Schaut euch mal diese Schneemassen hier an. Wahnsinn. Jetzt muss ich einmal runterspringen. Zack. Oh. Boah. Ja, 4 Meter hoch. Leute, hier seht ihr einmal unser Hotel. Also schön aussehen tut's, aber trotzdem zu teuer. Leute, habt ihr sowas schon mal gesehen? Hier wird einfach der Fahrradweg auf die Straße projiziert. Der Fußgängerüberweg, Entschuldigung, oder beides, keine Ahnung. Aber was machen die denn tagsüber, wenn es hell ist? Courchevel Things. Courchevel ist eigentlich nicht nur ein einzelner Ort, sondern ein Zusammenschluss mehrerer Dörfer, die zusammen das berühmte Skigebiet bilden. Es gibt Courchevel 1550, das ursprüngliche Dorf, ruhig, authentisch, wenig Glamour, aber ganz gute Restaurants. Darüber liegt dann Courchevel 1650, auch genannt Courchevel Village. Zwar immer noch nicht der absolute Nobelort, aber schon ganz nett. Und ganz oben dann Courchevel 1850, der legendäre Luxusort, jede Menge Boutiquen und so weiter und so fort und auch das Synonym für Courchevel in den Medien. Achso, und ganz unten gibt es auch noch irgendwie ein Courchevel, das liegt dann auf 1300 Metern. Und damit, Leute, einen wunderschönen guten Morgen aus Courchevel. Alter, das sieht ja echt schön aus hier. Ich weiß gar nicht so genau, also wir haben zwar einen Balkon hier vor unserem Fenster, aber wir haben keine Tür. Die neben uns haben, glaube ich, eine Tür. Aber ich kletter jetzt einfach mal hier durch das Fenster. Was ein Panorama. Oh, und das Wetter. Alter. Wie schön das aussieht. Einmal klettern zum Frühstück. Schaut mal, das sind hier die anderen Balkone. Ah, die haben da schon eine schöne Champagnerflasche kalt gestellt. Ja, hier sind wir gestern Abend angekommen. Was ein Panorama. Da oben waren wir auch gestern Abend schon essen. Das ist alles ein bisschen kompliziert und man muss das auch erstmal verstehen. Also es gibt Courchevel 1550, glaube ich, 1650, es geht immer dann um die Höhe und auch 1850, das ist so der Hauptort. Da sind auch die meisten Hotels, wobei auf 1650 sind auch einige Hotels und wir sind so fast bei 1650. Habe ich zumindest so verstanden, also der Ort da ist 1650. Ich muss sagen, ich wäre natürlich auch am liebsten bei 1850 gewesen, aber es war einfach unbezahlbar. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich gebe euch mal eine kurze und schnelle Roomtour von diesem Schuppen hier, aber es ist nochmal eine andere Liga als Zermatt und St. Moritz. Oh, jetzt haben wir gar nicht aufgeräumt. Willst du einmal winken? Das ist Jakob, der ist dabei. Hast du gut geschlafen? Ja, ist okay. Jakob ist noch ein bisschen angeschlagen, aber das kriegen wir auch noch hin. Ist jetzt gerade nicht perfekt aufgeräumt. Wir haben jetzt hier gerade geschlafen die Nacht. Ja, also das Zimmer ist in Ordnung. Es ist eigentlich sogar, ich finde es ganz schön. Bis auf den Preis. Hier mit dem Holz, ein paar Lampen dazu. Hast natürlich einen Fernseher. Hier ist ein Schrank. Da ist noch ein Schrank. Also man hat alles, was man braucht. Hast hier sogar eine Küche.
Das hier ist quasi die Zimmerkarte, die schnallt man sich als Uhr um. Unsere Skiausrüstung. Wobei wir sind ja gestern geflogen, deswegen haben wir keine Ski dabei. Die leihen wir uns jetzt gleich aus. Die Anreise fasse ich sofort auch noch kurz zusammen, aber wir machen jetzt erstmal weiter. Ja, 30 Quadratmeter sind das hier. Einmal das Badezimmer. Ist ganz nett. Und hier die Toilette. Also mir gefällt das Zimmer auf jeden Fall. Ist ein nettes Zimmer für einen Skiurlaub. Jetzt müsst ihr euch mal kurz anschnallen. Also oben in 1850 Courchevel, da gab es ein paar Hotels, die waren aber echt schlecht bewertet. Und die haben so 800 € pro Nacht jetzt gekostet. Wir sind ja 3 Nächte hier und da dachte ich zahle doch jetzt nicht 800 €, um dann in einem Hotel zu übernachten, wo die Bettwäsche dreckig ist. Oder wenn es dann halt was wirklich Gutes sein soll, da bist du mit 2000 € pro Nacht mindestens dabei. Es gibt ein Hotel da oben, da hätte einfach eine Nacht 6000 € gekostet. Und dann habe ich dieses Hotel hier gefunden, was gute Bewertung hatte, sieht auch ganz schön aus. Und hier, das ist ein 4-Sterne-Hotel, nicht mehr, nicht weniger, definitiv schickes Hotel, wie schon gesagt, 660 € pro Nacht für diesen Laden hier. Jenseits von Gut und Böse, das ist definitiv das teuerste 4-Sterne-Hotel, in dem ich hier war. In Zermatt habe ich auch schon gesagt, es ist verdammt teuer. Da haben wir ja, glaube ich, 480 € pro Nacht bezahlt. Und wir sind 3 Nächte hier, also das ist schon ein teurer Spaß, Courchevel. Nein, ich habe ja gesagt, ich will gerne diese Nobelorte besuchen und darüber Videos drehen. Jetzt müssen wir es halt machen. Und ich freue mich natürlich auch, das machen zu können, keine Frage. Aber ja, das sind einfach die Kosten. Jetzt schnell frühstücken, dann geht's ab auf die Piste. Ich hab Bock. Skitag Nummer 6 in diesem Jahr für mich. Das ist geil. Wir sind gestern ja mit Auto nach Düsseldorf gefahren. Von Düsseldorf aus sind wir nach Lyon geflogen, weil mit Auto wäre die Anreise hier in 11 Stunden gewesen und ich hatte keinen Bock. Von Lyon sind wir mit dem Zug nach Chambéry gefahren, dort umgestiegen und mit dem Zug weitergefahren hier nach Moutier und von Moutier mit dem Taxi ungefähr 25 Minuten hierhin. Also am Ende waren wir auch 11 Stunden unterwegs. So, wir sind jetzt beim Frühstücksrestaurant. Das sieht schon schön aus hier. Schaut mal raus. Das ist übrigens der quasi hoteleigene Lift. Der bringt uns direkt vom Hotel auf die Piste. Das ist natürlich schon klasse. Das Frühstücksbuffet macht auf jeden Fall einen Top-Eindruck. Schaut euch auch mal das Design an, das gefällt mir sehr gut. Frisch gepressten O-Saft haben wir hier. Gut, Pancakes, ein bisschen ehrenlos und hier, ja, gesund geht anders, egal. Also viel los ist beim Frühstück auf jeden Fall auch nicht. Deswegen ist das alles ganz cool. Ach, guck mal, hier gibt es auch ein bisschen Lachs, den werde ich mir jetzt noch genehmigen. Haben sie denn hier auch ein paar Brötchen oder gibt es hier nur französische Baguettes? Die mag ich ja nicht so. Backen können sie nicht, die Franzosen. So Leute, die Skipässe haben wir hier gerade beim Concierge kaufen können. Und hier gibt es einfach, kann man sich mitnehmen, Carambas. Ich glaub's nicht. Die haben wir früher im Französischunterricht immer bekommen. Und jetzt geht's hier unterirdisch von unserem Hotel aus direkt zum Skilift. Wir müssen uns auch noch Ski leihen, weil wir unsere ja nicht mitgenommen haben. Ist schon ganz nett. Wir konnten jetzt auch im Hotel direkt unsere Skischuhe ausleihen, die Skier, alles super Service, das ist natürlich schon klasse, ne? Und jetzt geht's direkt raus zur Piste. Das habe ich so in Österreich noch nicht erlebt, dass das im Hotel geht. Aber vielleicht war ich auch in den falschen Hotels. Also das ist wirklich der beste Service, den ich jemals erlebt habe beim Skifahren. Das ging ja so entspannt hier. Jetzt haben sie alles rausgetragen, unsere Sachen im Spind verstaut, der zu unserem Zimmer gehört. Also da kann man echt nichts sagen. Ah, hier bin ich. Doppelaufnahme, geil, ne? Und jetzt schaut euch mal hier das traumhafte Wetter an. Könnte schlechter sein. Wir müssen jetzt einfach nur hier zu unseren Ski laufen, die hier schon liegen. Und können jetzt mit dem Lift ins Skigebiet. Ja, das ist natürlich schon Luxus pur. Los geht's. Boah, einmal winken. So, wir sind im Lift. Da unten hinter den Tannen seht ihr nochmal unser Hotel. Geiles Wetter in Zermatt und St. Moritz war das Wetter ja nicht gut. Deswegen wird es hier umso besser. Morgen ist der perfekte Tag. Und ich bin jetzt einfach mal gespannt, wie hier das Fahren ist. In St. Moritz und Zermatt hatte ich ein bisschen wenig Skiszenen drin, fand ich, wo ich selber gefahren bin. Das möchte ich hier ein bisschen intensiver zeigen, weil irgendwie ist das ja auch wichtig. Oder so ein bisschen mehr die Pisten zeigen. Das war in Zermatt gar nicht so einfach, weil es halt so neblig war die ganze Zeit. St. Moritz auch teilweise. Aber schaut euch mal hier das Wetter an. Très, très bien. So Leute, könnt ihr mich sehen? Hallo, in der Brille. Die ersten Abfahrten haben wir schon gemacht. Ich muss sagen, ich bin auf meinen Leichen noch ein bisschen wackelig unterwegs. Aber das ist ja normal. Hier unten haben wir jetzt Courchevel 1850. Das ist hier der absolute Mega-Ort. Ist auch extrem voll. Schaut mal, wie voll es da unten ist. Wir jagen jetzt mal hier runter, oder? Wir haben beide die gleichen Ski bekommen. Super Slalom. Ah, jetzt ist er schon weg. Also im Bremsen bin ich noch nicht so gut mit den Schienen. Und das ist ja eigentlich das Wichtigste. Du warst schon wieder zu schnell. Ey, ich habe mich fast auf die Fresse gelegt, ne? Ja, die sind auch Also das ist so wackelig. Wo ist denn jetzt unsere Moncler-Gondel? da. Hier, Moncler 1, Moncler 2, wo ist Gucci-Gondel? Da hinten ist Gucci-Gondel. Mit der würde ich gern fahren. Warte, ich wollte mir noch kurz eine Uhr da hinten holen.
Das ist übrigens das teuerste 3-Sterne-Hotel der Welt, würde ich mal sagen. Da kostet die Nacht 700 €. Hier das Gelbe da. Aber sieht auch an sich ganz nett aus. Und man ist natürlich direkt oben, ne? Das muss man auch sagen. Schaut mal Leute, da hinten landet der Heli. Ja? Da hinten landet der Heli, da steht sogar noch einer. Ist jetzt die Frage, ob da was passiert ist oder ob einfach nur jemand mal kurz woanders hinfliegt. Ich glaube, es will einfach nur jemand mal kurz woanders hin. Ich muss auch hier sagen, also von St. Moritz und Zermatt habe ich ja auch geschwärmt. Schaut euch mal das Panorama an. Ist schon sehr geil und man kann auch wirklich sehr weit hochfahren. Ihr habt wahrscheinlich schon längst gehört, wie hoch das hier geht. Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, ihr habt noch keine Infos zum Skigebiet bekommen, deswegen machen wir das jetzt. Courchevel liegt ja zwischen 1300 und 1850 Metern und ist Teil des Trois Vallées, dem größten zusammenhängenden Skigebiet der Welt. Courchevel bietet bereits über 150 Kilometer an Pisten und geht hoch bis 2738 Metern. Andere tolle Orte liegen nicht weit entfernt und sind ziemlich schnell erreichbar, wie zum Beispiel Méribel. Und wenn man noch höher fahren will, fährt man am besten zum Mont Wallon in Val Thorens. Da geht es bis 3230 Meter. Ey, schaut mal hier, das ist uns jetzt gerade erst aufgefallen. Die Helikopter, die stehen da nur so zum Landen, aber das ist einfach der Flughafen. Guck mal, da ist eine Landebahn. Also sowas ist doch sicherlich einzigartig. Die Gucci-Gondel haben wir immer noch nicht gefunden, aber wir sind gerade auf dem Weg ganz nach oben. Was uns hier ganz gut gefällt, also die Gondeln sind natürlich teilweise auch echt alt, aber die haben alle so ein bisschen Stil. Hier das Design ist ja schon ganz schick. Zumindest nicht so alt und abgebrannt, sondern so ein bisschen, da haben sich mal welche Gedanken gemacht. Ist extrem warm heute, Skifahren macht aber soweit Spaß. Wir gehen jetzt gleich erstmal was essen auf eine geile Hütte. Da bin ich mal gespannt, wie das dann da so aussieht. Geschmacklich und preislich. Okay Leute, wir sind jetzt hier eigentlich fast am höchsten Punkt von Courchevel. Schaut euch mal dieses kranke Bergpanorama an. Also das ist schon echt sehr schön, oder? Hier musste ich gerade einmal stoppen. Wir werden jetzt noch eine Abfahrt machen und dann gehen wir mal was essen. Haben auch schon 1 Uhr, habe auch schon leicht Hunger. Hier geht es noch weiter ins nächste Skigebiet, Méribel. Das ist auch mit Courchevel verknüpft, auch in unserem Skipass mit drin. Ich weiß nicht, ob wir da heute noch hinkommen. Morgen werden wir da auf jeden Fall mal fahren. Was mich heute ein bisschen abfuckt, es ist schon brutal voll. Also das hätte ich gar nicht gedacht. Es ist ja wirklich teuer, aber man muss schon immer aufpassen, wo man so lang fährt. Das ist natürlich nicht optimal. Das war in St. Moritz vielleicht ein bisschen besser. Aber gut, ist auch Bombenwetter. So, bis gleich im Restaurante. Woohoo! Yeah! Courchevel! Hello, bonjour. 2 person, we have no reservation. So Leute, wir haben tatsächlich noch einen Tisch bekommen hier auf dieser Schickimicki-Hütte. Würde ich mal schon sagen, dass es eine Schickimicki-Hütte ist, oder? Ich glaube, hier gibt es keine nicht-Schickimicki. Wir sitzen zwar ganz am Rand, aber egal. So Leute, schaut mal, hier haben wir das Menü. Was gibt's denn hier? Burrata. To share. Ja. Also die Preise finde ich sind eigentlich sogar okay, wenn man es jetzt mit der Schweiz vergleicht. Hier eine Pasta für 37 € ist natürlich schon teuer, ne? Jakob ist hauptberuflich Koch, auch wirklich ein sehr guter Koch. Was sagst du denn zum Menü? Was kostet die Trüffelpasta? 58. Das ist ein bisschen teuer? Bei uns kostet 27. Ist ja ein Schnäppchen bei euch. Ja klar. Müsst ihr mal die Preise erhöhen. So Leute, Burger ist da. Erster Eindruck. Ja, naja. Bin mal gespannt. Im Paradiso war der ja auch bodenlos. Naja, also ich habe mehr erwartet. Irgendwie komisch. Auf den Hütten kriegen die nie gutes Essen hin. Das war in den anderen Schickimicki-Gebieten ja auch schon so. Brötchen ist sehr trocken, der Rest ist okay. 5 von 10, mehr nicht. Für 40 €. Kann man nie so ganz verstehen. Jetzt kannst du noch mal schätzen, was meine Cola Zero gekostet hat. 8 €. Nee. 9 €. Nein. 9,50 €. Nein. Komm, da geht noch was. 10 €. Nein. 10,70 €. Nein. Junge, eine Coca-Cola Zero 03. Ja. 11,50 €. 11 €. Junge. Ich glaube, das ist neuer Rekord für den Cola Zero Index. Wir haben den heutigen Skitag schon um 15 Uhr ungefähr beendet und sind ins Hotel gefahren. Das werden wir morgen auf keinen Fall machen, da müssen wir den ganzen Tag richtig ausnutzen. Aber wir nehmen jetzt zu Fuß die Gondel oben nach Courchevel ins 1850 Meter Dorf. Weil das brauche ich ja natürlich auch fürs Video, um euch das mal zu zeigen. Interessiert mich selber auch sehr. Wir haben das heute schon mit Skiern gesehen, also aus dem Lift und so. Und jetzt aber erstmal ab hier in eine Montclair Gondel. So Leute, hoch geht's und das ist auch recht besonders. Die Gondel hier fährt sogar bis 23 Uhr, das heißt man kann auch im Dunkeln wieder runterfahren, dann leuchtet es sogar und sieht auch echt schön aus. Ja. Ah, geil, da geht's schon ab hier. Ist halt ein bisschen anderer Abriss-Ski, als wir den kennen, ne? Leute, schaut mal hier, ey, Wahnsinn. Dior, Louis Vuitton, da ist Rolex. Was haben wir hier noch? Fendi ist da hinten.
Hier wird ganz viel Instagram-Fotos gemacht. Hublot. Ach, hier Kutschen. Und hier bin ich. Ah, hier unten drunter ist dann Hermes. So, in welche Boutique gehen wir denn jetzt als erstes? Da oben fliegt schon wieder ein Heli. Hat mal wieder einer keine Lust zu laufen. Ey, krass, Leute, schaut mal da oben. Da hat es einfach gebrannt. Hier, auch wahrscheinlich eines der besten Hotels. Das hat gerade, glaube ich, hier komplett zu. Ist ja alles abgesperrt. Logischerweise ist vielleicht auch ein bisschen einsturzgefährdet. Aber verrückt. Ey, hier einen Brand auf der Höhe. Dann noch mit dem ganzen verbauten Holz. Den musst du ja auch erstmal in den Griff kriegen. Das ganze Hotel hat einfach zu, ne? Guck mal, das ging von da einmal ganz rüber. Wahnsinn. Schaut mal, Leute, da oben sieht man den Mont Blanc. Wow. Geil. Der wird gerade noch schön von der Sonne angestrahlt. Wir haben jetzt Platz genommen hier bei so einem Italiener. Sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Bin mal aufs Essen gespannt. Hier einmal die Trüffelpasta, super. Was sagt der Chefkoch? Erster Eindruck? Ja? Sieht ganz gut aus. Na gut. Schaut mal hier, jetzt geht es im Dunkeln wieder runter. Oh, jetzt wird es noch dunkler und die Gondeln sind alle so geil beleuchtet. Ah. Also von außen sah das gestern Abend spektakulärer aus als jetzt gerade. Hier hätten wir wahrscheinlich nur ein Zehntel bezahlt. Ein Abendfazit habe ich noch, und zwar sowohl in St. Moritz als auch in Zermatt und auch hier in Courchevel war ich ja schon in vielen Restaurants essen und noch nie hat ein Restaurant, außer eins in St. Moritz, das war im Tal, das war ganz lecker, aber so richtig abgeliefert. Wir waren jetzt gerade wieder bei so einem Italiener, das war okay, aber du zahlst hier ein halbes Vermögen und es ist einfach überhaupt nichts Besonderes. Zumindest was die Qualität vom Essen angeht und das kann ich nicht verstehen. So, wir sehen uns morgen früh wieder, wir latschen jetzt nach Hause und gehen schlafen. Morgen wird ein guter Abriss-Skitag. Skitag Nummer 2 startet. Die haben wir wieder unsere Ski draußen schon hin reserviert. Mit Namensschild. Also sowas habe ich noch nie gesehen. So, wir sind mittlerweile recht weit oben. Traumhaftes Wetter, also ich hatte noch nie so ein geniales Wetter auf dieser Höhe. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend, dann jetzt hier die hohen Berge drumherum zu sehen. Alle mit diesem weißen Schnee und dann dieses Blaue vom Himmel. Sehr schön. Unser Plan ist jetzt aus Courchevel rauszufahren. Wir fahren jetzt nach Meribel. Da machen wir heute auch Abriss-Ski in so einer ganz bekannten Abriss-Ski-Hütte. Wurde uns auch sehr, sehr oft empfohlen. Und ja, auf einen geilen Skitag. Wir fahren jetzt erstmal. Du musst mich jetzt filmen. So machen wir's. Für uns geht es jetzt hier weiter Richtung Meribel, quasi ein bisschen anderes Skigebiet, mal gucken wie das wird. Es ist halt leider noch voller heute als gestern, auch noch mal deutlich voller. Man kann nicht so gut fahren, weil überall Leute sind. Boah, wir sind jetzt sofort in Meribel. Was war das nochmal? Meribel. Meribel ist ein Name, ne? Wobei Meribel ist auch ein schöner Name. Ja. Klingt schön. Das haben wir drauf. Das ist ein Gesulze, ja. Schaut mal hier, ein traumhafter Tag. So Leute, genug Ski gefahren. Wir haben jetzt 14 Uhr. Ja, es tut mir ein bisschen leid. Ich könnte auch noch mehr fahren. Wir gehen jetzt ins Folie Douce. Wo sind wir denn jetzt gelandet? So, super, vielen Dank. Jakob lädt ein. Da ist die Erkältung direkt schon wieder vergessen. Also das La Folie Douce ist preislich zum El Paradiso ein absoluter Kindergeburtstag. Hier kriegst du das quasi umsonst. Das ist natürlich nur ein kleiner Spaß, aber preislich war es schon ein bisschen günstiger auf den Hütten, die generelle Verpflegung, als jetzt in Zermatt oder auch St. Moritz. Ein bisschen kommt es natürlich auch immer auf den Laden an. Das Folie Douce ist auf jeden Fall eine sehr bekannte Abriss-Ski-Hütte, bekannt für seine Shows und ich muss sagen, die haben echt abgeliefert.
Ey Leute, was war das für ein Abriss-Ski? Ich muss sagen, ich habe in meinem Leben noch nicht so oft Abriss-Ski machen können. Hin und wieder mal natürlich, aber das war definitiv das spektakulärste. Muss man noch mitgemacht haben, wenn man Bock drauf hat. Das ist jetzt die Bergstation von Courchevel und jetzt geht's für uns wieder runter nach Courchevel. Ja. Zack, ab, fast gemault. Und da sind wir auch schon wieder, Courchevel 1850. Die Gucci-Gondel fehlt mir immer noch. Ich habe sie noch nicht gefunden. Vielleicht haben sie die auch abgehangen. Natürlich ein bisschen schade. Langer Tag heute, Leute. Jetzt geht's hier voll im Dunkeln die Piste runter. Das ist natürlich nicht so angenehm. Aber schaut euch mal hier das Örtchen an. Sehr, sehr schön. Mittlerweile wieder zurück am Flughafen. Wir sind ja auch hingeflogen. Das war übrigens unterm Strich Quatsch. Also wir hätten einfach mit Auto fahren müssen. Ich dachte halt, okay, mindestens 11 Stunden. Aber jetzt hier mit dem ganzen Rumgefliege und Transfer dann da ins Skigebiet. Vor allem, wenn man zu zweit ist, kann man sich ja auch abwechseln. Also zum Skifahren fliegen muss ich nicht nochmal machen. Gilt auch für die Ski. Die haben wir dann ausgeliehen. Das war arschteuer, ey. Aber deswegen sitze ich ja jetzt auch hier. Fazit Courchevel. Kurz und knapp, hat es uns gefallen und wir hatten Spaß, definitiv, war toll. Würde ich euch empfehlen, dahin zu fahren? Nein. Was mich wirklich sehr überrascht hat, war, wie voll es dort war. Also ich glaube, ich bin selten Ski gefahren, vielleicht mal im Sauerland, an einem guten Tag, wo es dann wirklich so voll war. Also man musste wirklich die ganze Zeit schauen, fahre ich jetzt irgendwem rein, rast mich einer um und das nervt natürlich. Auch gerade, wie viele Menschen sich anscheinend diese teuren Skigebiete leisten, das ist ja der Wahnsinn. Ich bin unterm Strich jetzt in Courchevel auf jeden Fall am teuersten gefahren, also St. Moritz und Zermatt waren da günstiger. Die Hotellerie war eine absolute Zumutung. Also wie die diese Mondpreise da rechtfertigen, ich weiß es nicht. Was richtig geil war, war der Abriss-Ski auf La Folie Douce. Das hat super viel Spaß gemacht und wenn man da mal ist, es gibt ja auch noch andere Orte, zum Beispiel Méribel, der ist dann ein bisschen günstiger und diese Abriss-Ski-Bar war ja auch in Méribel. Da kann man auf jeden Fall mal hingehen, da macht man nichts falsch. Skipass 83 € pro Tag. Man kann wirklich extrem viel fahren. Das ist ja ein sehr, sehr großes Gebiet. Das Angebot ist an sich schon geil, nur es war jetzt halt an den Tagen, wo wir dort waren, einfach viel zu voll. In St. Moritz habe ich ja schon gesagt, dass die Leute, die da sind, wirklich, das ist so ein Schlagmensch für sich, einfach sehr elitär. Alle hier mit den Moncler-Jacken und so. In Zermatt war es dann wieder ziemlich normal, aber Courchevel hat dem Ganzen nochmal ordentlich einen draufgesetzt. Also was da für Menschen waren, dieser Reichtum, Helikopter da, Privatjet da, da konntest du ja auch wirklich im Skigebiet landen. Das ist schon geil natürlich, aber also es ist schon eine Welt für sich, die nochmal verrückter ist als St. Moritz. Wenn man sich da wohlfühlt, warum nicht? Für mich oder für uns war es jetzt nichts, aber ja, ist halt nur meine Meinung. Trotzdem bin ich froh, dass ich jetzt mal da war. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Checkt auf jeden Fall Car-Vertical ab und wir sehen uns in einigen Tagen wieder. Abonniert den Kanal und ich sag Tschüss aus, nicht mehr Courchevel, sondern Deutschland.